Ich wohne jetzt seit 5 Jahren hier, direkt in der Natur. 1 Minute von mir ist der Wald und ehrlicherweise, erst seit 2 Jahren gehe ich regelmäßig in die Natur oder in den Wald. Und seitdem ich die Verbindung zur Natur richtig lieben gelernt habe und gesucht habe, ist in mir gefühlt irgendwas anders geworden. Ich glaube, ein bisschen mehr Frieden, geerdeter und mehr Sicherheit in mir. Vor allem, als ich mich mehr mit Spiritualität befasst habe, ist mir klar geworden, dass wir so viel von der Natur lernen können. Beispielsweise, sie erinnert uns daran, dass alles miteinander verbunden ist. Sie lehrt uns das Loslassen, dass alles einem natürlichen Zyklus unterliegt, also Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Sie schenkt uns Vertrauen, denn sie gibt uns alles, was wir zum Überleben brauchen. Nahrung, Wasser, Luft und vor allem Dankbarkeit. Sie gibt uns so viel und ich finde, wir sollten alle noch viel, viel dankbarer sein für alles, was sie uns schenkt. Ich bin derzeit viel in meinem Garten und habe das Gefühl, dass ich manchmal meinen Garten mit ins Haus nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich möchte mehr Pflanzen in meinem Haus haben. So die Vorstellung von einem Mix beige Grüntönen, trotzdem schlicht, aber irgendwie auch tropisch. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch gerade in so einer Phase, wo sich mein Stil nochmal komplett verändert oder ich mich neu finde. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es wieder ein wenig kreativ werden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen grün addicted geworden bin und ich das Gefühl habe, ich möchte auch immer mehr Grün in mein Häuschen reinbringen. Aber ich finde das super boring, einfach nur Blumentöpfe zu nehmen und die dann irgendwo hinzustellen. Deswegen werden wir ein wenig kreativer. Ich zeige euch ein paar coole, kreative Ideen, wie du deine Pflanzen ein wenig aufwerten kannst. Ich habe auch noch ein paar richtig, richtig coole Sachen auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Das zeige ich euch auch noch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und vielleicht ein paar schöne Inspirationen. Wir starten auch direkt und zwar, wie man ganz einfache Blumentöpfe ein wenig aufwerten kann bzw. personalisieren kann. Ihr braucht einmal dafür solche Blumentopfrohlinge. Ich glaube, sie nennt man so. Ich habe Acrylfarbe benutzt und Pinsel. Und dann geht es schon an das Verzieren und kreativ werden. Ich habe 3 Blumentöpfe gestaltet. Auf dem einen habe ich so eine Sonne gemalt. Das sieht man hier ganz schön. Und oben am Rand habe ich jeden Blumentopf grün angemalt. Auf den zweiten habe ich so eine Art Halbmond und Vollmond gemalt. Und als Abtrennung der beiden, würde ich es jetzt mal so nennen, habe ich so eine Art Wellenform kreiert. Und ganz zum Schluss, mein persönlicher Favorit, habe ich ganz viele kleine Herzchen gemalt und noch drauf geschrieben, Love grows here. Und die 3 in der Kombi finde ich wirklich super, super schön. Was sagt ihr? Welchen findet ihr am schönsten? Das nächste DIY ist so eine Blumenschaukel. So habe ich sie getauft. Ich weiß nicht, ob es noch einen besseren Namen dafür gibt. Dafür braucht ihr ein Brett eurer Wahl, Schleifpapier, einen Zollstock, Bleistift bzw. Lineal, ein dickeres Seil und solche Haken. Wir starten damit, dass wir das Brett erstmal ausmessen und an jeder Ecke einen Punkt malen. Ich habe es circa 2,5 cm von jeder Ecke ausgemessen. Und dann ging's los. Ich mit einem Akkuschrauber. Ich habe so einen Aufsatz benutzt. Ehrlicherweise, es gibt bestimmt eine bessere Möglichkeit, um ein Loch in ein Brett zu bohren. Aber das war für mich die schnellste Möglichkeit. Meine Begeisterung sieht mir man auf jeden Fall an. Ich habe mich wirklich super gefreut, dass das Ganze funktioniert hat. Das habe ich an jeder Ecke gemacht und zum Schluss noch alles schön abgeschliffen. Next Step. Ich habe mir das Seil geschnappt. Das war circa 6 bis 8 Meter lang irgendwie so. Ich habe Pi mal Daumen gerechnet im Baumarkt und dann habe ich es in der Mitte halbiert und abgeschnitten. Es war nicht ganz so einfach, es durchzuschneiden, aber ich habe es doch noch geschafft.
Und dann habe ich mir die eine Hälfte des Seils genommen und es unten festgeknotet und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Meine Erklärungskünste sind nicht die besten, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, beziehungsweise ihr seht es ja. Ich habe die Knoten unten nicht ganz festgezogen, da ich erstmal schauen wollte, wo ich es später abschneide, um die Höhe zu bestimmen. Die Haken habe ich dann an der Decke befestigt, mir dann das Brett geschnappt und dann geschaut, wie hoch ich das Brett haben möchte. Und als ich zufrieden war, habe ich den restlichen Teil des Seils abgeschnitten und voilà, es ist fertig und ich liebe, liebe, liebe es. Ich habe die Blumentöpfe, die ich eben selbst gestaltet habe, draufgestellt und mit Kräutern bepflanzt und ihr habt jetzt ein super cooles DIY, was den Raum, finde ich, nochmal total aufwertet. Next one, die bekannte Makramee-Blumenampel. Bevor ihr euch jetzt denkt, oh Gott, die sehen immer super kompliziert aus. Trust me, ich habe die einfachste Blumenampel überhaupt. Und zwar braucht ihr einen Blumentopf, eine Schere, Kreppband, einen Zollstock und of course Makramee. Alles, was ihr machen müsst als erstes, ist euch 12 mal Makramee-Bänder 1,60 Meter lang abzuschneiden. Jetzt macht ihr mit den Seilen am Ende einen Knoten, lasst aber so circa 20 cm noch übrig. Dann habe ich das Ende so ein bisschen fixiert mit Kreppband, sodass es mich einfach nicht mehr stört beim Flechten. Dann dreht ihr den Blumentopf um und befestigt das Ende am Blumentopf mit Kreppband. Also jetzt sieht das Ende aus wie ein Knäuel, aber so, dass es schön am Blumentopfende befestigt ist. Ihr seht schon, ich habe die Bänder dann in so 2 Reihen aufgeteilt. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist von jeder anderen Reihe dir ein Band schnappen und miteinander verknoten. Den Abstand der Knoten könnt ihr ganz frei bestimmen. Ob ihr die Knoten jetzt sehr nah verbindet oder mehr Abstand hält, ja, das sei euch überlassen. Diesen Prozess habe ich dann so lange gemacht, bis ich oben am Rand angekommen bin. Dann den Blumentopf einmal umdrehen. Ich wollte es nur an 4 Strängen nachher aufhängen, deshalb habe ich so 2 ausgelassen und die dann abgeschnitten. Das Kreppband könnt ihr dann natürlich lösen und ganz oben dann mit den restlichen Bändern einmal einen Knoten kreieren. Und dann braucht ihr wieder die Haken in die Decke reindrehen, Pflanzen in den Blumentopf reintun und dann das Ganze aufhängen. Fertig sind eure selbstgemachten Makramee-Blumenampeln und glaubt mir, ihr braucht noch nicht mal eine halbe Stunde dafür. Also es geht wirklich super, super easy. Last one. Simpel, aber es musste einfach mit rein. Das sogenannte Blumenregal. Ich wollte schon ultra lange so eins im Schlafzimmer haben. Ich habe als erstes die Höhe bestimmt. Alleine es auszumessen war ehrlich nicht so einfach. Oh Mann, ich hatte echt Schwierigkeiten, aber ich habe es dann doch irgendwann geschafft. Habe mir dann solche Winkel geschnappt, die am Brett befestigt und dann einmal an der Wand nochmal ausgemessen, an welcher Stelle die Löcher dann gebohrt werden müssen. Auch das. Ich habe mit meinem ganzen Körper versucht, dieses Brett irgendwie festzuhalten. Wie man sieht, es geht alles alleine. Irgendwie. Ich habe eine Rehgipswand, deshalb musste ich noch solche Dübel erstmal reinbohren und dann konnte ich das Brett schon an der Wand befestigen und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Jetzt kommt der versprochene eBay-Kleinanzeigen-Haul. Besonders bei einer Verkäuferin habe ich so unglaublich viele Sachen mitgenommen. Ich bin da hingegangen, eigentlich für etwas ganz anderes. Und dann hat sie so zu mir gesagt, hey, hast du eigentlich noch Interesse an anderen Sachen? Ich so, ja, also mal schauen, keine Ahnung. Dieser ganze Raum war voll von Vasen, Spiegel, Boho, Tabletts und total schönen Sachen. Und ich war dann so, oh Gott, ich bin irgendwie im Paradies. Einmal habe ich mich für diese beiden Teelichter, also man kann es einerseits für Teelichter verwenden, man kann es aber auch so für Stabkerzen nehmen und ich denke, ich werde das vor allem für Stabkerzen nehmen, muss ich gleich noch hier ein bisschen sauber machen, damit man überhaupt Kerzen reinpacken kann. Diese Vasen sind da jetzt irgendwie auch total im Trend, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin gespannt, wie ich da irgendwie was reinpacken soll. Einmal diese wunderschöne hier in so einem dunklen Braun mit so Regenbogen drauf. Und dann noch diese Blumenvase hier mit so einem Gesicht drauf. Und ganz als letztes habe ich diese
kleine Blumenvase hier gefunden. Ich werde dazu, glaube ich, noch einen Bilderrahmen von mir aufstellen, sodass es ein schönes Gesamtbild entsteht. Vielleicht werde ich auch noch das eine oder andere doch nicht hierauf packen. Mal schauen. Also ich bin echt super, super happy damit. Also ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr neue Deko kauft, Möbel oder was auch immer, schaut wirklich als erstes bei eBay Kleinanzeigen oder kleine Fundgruppen. Man findet wirklich dort die besten Sachen und ist auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn man es direkt neu kauft. Das war's hier auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet euch ein wenig inspirieren. Wenn ihr irgendwas von dem nachmacht, bitte schickt mir eure Fotos auf Instagram zu. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, kannst du dies jetzt hier sehr, sehr gerne tun. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis nächste Woche. Fenja.